Eine gewisse Naivität braucht man, glaube ich, auch, um wirklich große Ideen anzugehen. Wenn man vorher wissen würde, wie arg es eigentlich wird, dann würde man es, glaube ich, nicht machen. Ich bin der Michi Strasser, bin eigentlich Architekt, aber bin die letzten 10 Jahre sehr viel mit dem Radl schon in der Welt herumgekommen. Wenn man so viele tausende Kilometer durch Kontinente radelt, gibt es auch Phasen, wo man sich die Frage stellt, warum mache ich das eigentlich oder was ist jetzt der Mehrwert dran. Also ich habe die Architektur begonnen, weil es mich wirklich interessiert und weil mir immer wichtig war, quasi einen richtigen Beruf zu haben. Weil natürlich im Sport jederzeit passieren kann, dass man sich verletzt und dass man dann einfach den Sport nicht mehr auf dem Level machen kann, den man sich vorgenommen hat. Für mich war selbst der Sport schon immer Lebensinhalt und Beruf genug. Ich bin wohlweislich aber auch 10 Jahre lang gefragt worden, wann ich jetzt endlich einmal was Richtiges mache in meinem Leben. Ja, es gab schon Phasen des Selbstzweifelns, wo man sich denkt, boah, ist es jetzt wirklich das und eigentlich verdiene ich überhaupt kein Geld, eigentlich kostet es mir sogar sehr viel Geld. Ich habe 10 Jahre lang auch viel Geld gezahlt, um das überhaupt mir ermöglichen zu können und ich habe es aber trotzdem irgendwie gemacht. Man sollte, glaube ich, schon sein Leben sehr gut reflektieren, aber es muss auch Situationen geben, wo man nicht alles permanent hinterfragt. Es war mir irgendwie ein Anliegen, einen österreichischen Partner irgendwie in der Welt zu zeigen. Bei Simpleon war ich mir da relativ bald sicher, dass wir auch versuchen, uns nicht mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben, sondern wirklich versuchen, das Maximale rauszuholen. Die Menschlichkeit ist, glaube ich, der Unterschied von Simpleon zu meinen anderen Radpartnern, die ich davor hatte. Es gibt viele Firmen, die High-End-Räder produzieren, aber der Unterschied ist einfach, dass ich bei Simpleon immer einen Ansprechpartner habe, der für mich erreichbar ist. Oder auch, dass sie offen sind für neue Ideen, dass ich mir Räder aufbauen kann, so wie man sie wirklich vorstellt. Da ist jedes Rad individuell, auch für den Endkunden. Jeder kann sich aus unzähligen Optionen was zusammenstellen und das gefällt mir halt schon lässig, dass ich mir wirklich alles zusammensuchen kann, so wie mir das taugt. Ja, also die Idee von meinen Trainings ist, dass ich immer alles zu 100% selbst mitmache. Also, es gibt bei mir keine Trainingseinheit, wo ich auf der Seite stehe und irgendwelche Übungen anschaue. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie machen. Weil es einfach für jeden Teilnehmer einfach wichtig ist zu sehen, der Trainer macht das jetzt in der Sekunde genauso auch. Also dieses Athletiktraining, das hat eben vor 7 Jahren begonnen, als ich für mich selbst festgestellt habe, dass es eigentlich das mühsamste Training ist, das man so allein machen kann. Dann habe ich am Anfang halt meine 10 Freunde eingeladen und irgendwie über die Jahre ist es einfach jetzt ein bisschen explodiert. Wir motivieren uns einfach gegenseitig und es ist einfach eine Community, es ist mittlerweile schon mehr ein Sozialprojekt, glaube ich, als ein Trainingsprojekt. Oft sind diese Trainings für mich sehr hart, weil ich oft tagsüber schon viele Stunden habe, wo ich halt Ausdauer trainiere und dann am Abend halt noch eine Stunde lang voll Gas geben. Aber ich glaube, ja, da helfen wir uns einfach gegenseitig. Also ich glaube, die grundlegende Motivation ist schon der Kampf mit mir selbst, es sich immer wieder aufs Neue beweisen zu müssen. Wir behalten uns das Dopamin für später auf, ist in meinem Fall jetzt sicher nicht richtig. Also ich habe das immer gleich an Ort und Stelle verbraucht.